Wussten Sie, dass es möglich ist, Indikatorenwerte auch von anderen Währungspaaren zu berechnen? In diesem Fall sehen wir hier den Simple Moving Average für das aktuelle Währungspaar und wir berechnen auch noch den Wert für den Simple Moving Average von australischem gegen den amerikanischen Dollar. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die Ask-Preise und einfachen gleitenden 20-Perioden-Durchschnitte SMA für zwei Währungspaare berechnet und anzeigt, das aktuelle Symbol und AUDUSD. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Innerhalb der Funktion OnTick berechnen wir zunächst den Ask-Preis für das aktuelle Symbol. Wir verwenden die Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk, um den Ask-Preis zu ermitteln, und normalisieren ihn dann mit der Funktion NormalizeDouble auf die für das aktuelle Symbol angegebene Anzahl von Ziffern. Anschließend berechnen wir den Ask-Preis für das Währungspaar AUDUSD auf ähnliche Weise. Wir verwenden SymbolInfoDouble mit dem Symbol AUSD und dem Parameter SymbolAsk, gefolgt von einer Normalisierung mit NormalizeDouble. Anschließend erstellen wir ein Array, um die Werte des einfachen gleitenden Durchschnitts SMA für das aktuelle Symbol zu speichern. Die Funktion IMA wird verwendet, um den gleitenden Durchschnitt zu definieren, mit Parametern, die das Symbol, den Zeitraum Period M1 für 1 Minute, die Anzahl der Perioden 20, die Verschiebung 0, die Methode Mode SMA für einfachen gleitenden Durchschnitt und den angewandten Price Close für Schlusskurs angeben. Wir verwenden die Funktion CopyBuffer, um die Werte des gleitenden Durchschnitts in unser Array zu kopieren. Die Parameter geben das Handle des Indikators, die Puffernummer 0, die Startposition 0 für die aktuelle Kerze, die Anzahl der zu kopierenden Elemente 3 und das Array zum Speichern der Werte an. Anschließend berechnen wir den gleitenden Durchschnitt für die erste Kerze, Kerze 1, indem wir auf das erste Element des Arrays zugreifen. Auf ähnliche Weise erstellen wir ein weiteres Array zum Speichern der SMA-Werte für das Währungspaar AUDUSD. Wir definieren den gleitenden Durchschnitt mit der Funktion IMA mit den gleichen Parametern wie zuvor, aber für das Symbol AUDUSD. Wir verwenden CopyBuffer, um die Werte des gleitenden Durchschnitts für AUDUSD in unser Array zu kopieren und berechnen dann den gleitenden Durchschnitt für die erste Kerze, Kerze 1, indem wir auf das erste Element des Arrays zugreifen. Schließlich verwenden wir die Comment-Funktion, um die berechneten Ask-Preise und gleitenden Durchschnitte auf dem Chart anzuzeigen. Die Comment-Funktion benötigt eine Reihe von Parametern zur Anzeige von Text, einschließlich der Variablen Namen und ihrer Werte. Nachdem wir den Code programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Jetzt sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein und die Ask-Preise und gleitenden Durchschnitte anzeigen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der mit ein paar Zeilen MQL-Code die Ask-Preise und die einfachen gleitenden 20-Perioden-Durchschnitte für das aktuelle Symbol und den AUDUSD berechnet und anzeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, Sie sehen jetzt hier den Simple Moving Average für Ihr aktuelles Währungspaar und auch den berechneten Wert für das andere Währungspaar auf Ihrem Chart. Wenn Ihnen das zu schnell ging, ist vielleicht der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.